Bist du bereit für das totale Chaos? In meiner Küche gibt es kein Chaos, nur Geheimnisse. Das sagst du jetzt, aber schau dir das Mehl an. Nicht reden. 7. Jetzt. Hallo Clara, vielen Dank, dass ich kommen durfte. Deine Küche ist so gemütlich. Kein Problem, Lena. Willkommen in meiner Plätzchenwerkstatt. Heute machen wir die besten Butterplätzchen der Welt. Bist du bereit für Küchenchaos und viel Mehl? Ja, klar. Okay, fangen wir mit den trockenen Zutaten an. Holst du bitte die große Rührschüssel. Wir sieben 300 Gramm Mehl hinein. Sieben ist wichtig, damit die Plätzchen luftiger werden. 300 Gramm Mehl. 7. Verstanden. Und dann? Ah, genau. Dann eine kleine Prise Salz und 2 Päckchen Vanillezucker für den Geschmack. Ich mache das vorsichtig. Als nächstes kommen die fettigen Zutaten dran. Okay, jetzt der wichtigste Teil, die Butter. Wir brauchen 200 Gramm weiche Butter. Das muss wirklich zimmerwarm sein. Und 100 Gramm Zucker. Oh nein, Entschuldigung, Clara, jetzt ist Zucker auf dem Boden. Haha, kein Problem. Das ist Küchenchaos. Jetzt nimmst du die Butter und den Zucker und rührst sie mit dem Handmixer cremig. Das dauert ungefähr 3 Minuten. Es muss ganz hell und fluffig sein. Wow, das wird ja eine richtige Creme. Und wann kommt das Ei dazu? Gleich. Wenn die Masse cremig ist, gibst du ein Ei und, ganz wichtig, etwas Zitronenabrieb dazu. Das ist mein Geheimnis. Okay, jetzt mischen wir alles zusammen. Gut, Lena. Jetzt die nächste Herausforderung. Ausrollen. Du brauchst das Nudelholz und etwas Mehl für die Arbeitsfläche. Wir rollen den Teig etwa einen halben Zentimeter dick aus. Puh, das ist anstrengender, als es aussieht. Aber es riecht schon so gut. Super, jetzt kommen die Ausstecher. Such dir die schönsten Formen aus. Drück den Ausstecher fest in den Teig und hebe das Plätzchen vorsichtig heraus. Leg es dann auf das Backblech mit Backpapier. Wir backen die Plätzchen bei 170 Grad Umluft für 10 bis 12 Minuten. Sie sollen nur leicht goldbraun sein, nicht dunkel. In der Zwischenzeit räumen wir ein bisschen auf. Wie war die Küchenvokabel für den Ofen, Lena? Der Backofen. Jetzt nur noch abkühlen lassen, dann kommt die Dekoration. Puderzucker, bunte Streusel und Zuckerguss. Sie sind wunderschön geworden, Lena. Du bist eine tolle Bäckerin. Sie schmecken fantastisch. Vielen Dank für die deutsche Lektion und das tolle Backen, Clara. Ich habe so viele neue Vokabeln gelernt. Frohe Weihnachten! Frohe Weihnachten, Clara.